Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video in 2026 hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video geht es um die Darstellung von ausgelassener Bewegung im Aquarell. Ich male einen kleinen Jungen, der voller Spaß im Regen durch die Pfützen tanzt. Bevor wir gleich mit dem Malen loslegen, möchte ich mich noch einmal herzlich für die Weihnachtspost von euch bedanken. Viele E-Mails, handgeschriebene Briefe und sogar Päckchen haben uns erreicht und wir haben uns über jede einzelne Nachricht wahnsinnig gefreut. Hier seht ihr viele kleine Original-Aquarell-Kunstwerke und ich bin wirklich beeindruckt von euren Bildern. Vielen, vielen Dank dafür. Heute im Video geht es um eine Figur in Bewegung und das ist gar nicht so schwer, wenn man einige Dinge beachtet. Eine vernünftige Skizze ist erst einmal eine Voraussetzung und dann geht es um eine ganz besonders lockere Malweise, um die Bewegung im Bild wirklich einzufangen. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es jetzt zu Beginn eine kleine Extraübung und in der nähern wir uns dem Motiv noch einmal von einer ganz anderen Seite. Wir arbeiten ganz ohne Vorzeichnung mit dem Pinsel zunächst die großen Flächen im Motiv und danach zieht der Aquarellstift die Außenkontur noch einmal nach. Das ist eine spannende Sache, denn normalerweise würde man ja zuerst die Zeichnung machen und dann mit der Aquarellfarbe das Motiv mehr oder weniger ausmalen. Das wollen wir mit dieser Übung vermeiden und wir erreichen eine ganz andere Art des Sehens und auch dann letztendlich des Malens mit so einer Übung. Falls das jetzt für dich auch interessant klingt und du bei unserer Community mitmachen willst, du findest unter dem Video den Link Steady, deine Unterstützung heißt er. Dort kannst du dich über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung und auch über die Angebote, die man in den einzelnen Paketen bekommt, informieren und dann bist du ja vielleicht demnächst auch dabei. Die etwas gerafften Videos, die völlig werbefrei sind, bleiben auch in diesem Jahr für alle hier auf YouTube kostenlos. Und jetzt geht's los mit unserem Motiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Veridian Grün von Mielo, Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Permanent Alizarin Karmesin, Kobalt Türkis Light, Kobaltblau und Neutraltinte von Winsor Newton, Ultramarin Feinst, Lasurorange, Perilane Green von der Firma Schminke, Titanweiß von Winsor Newton. Ich male auf Baumwollpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphit. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion. Das ist links der Eichhörnchenpinsel in der Größe 12, der Rotmarderpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Flachpinsel in der Größe 10 und ein synthetischer Rundpinsel in der Größe 6. Um eine schwungvolle Bewegung adäquat darstellen zu können, sollte man besonders auf die Bewegungsfalten innerhalb der Kleidung achten. Hier haben wir ein sehr gutes Referenzfoto, was diese Bewegungsfalten ganz deutlich macht. Es gibt eine Drehung im Körper, dadurch, dass das rechte Bein des kleinen Jungen stark nach vorne kommt und auch sein Gewicht auf diesem rechten Bein landet, dreht er sich hinten so ein bisschen nach links weg und wir haben diese schrägen Bewegungsfalten hier im T-Shirt und vor allen Dingen auch in der Hose. Die zeigen ganz deutlich an, in welche Richtung die Bewegung geht. Und es ist wichtig, im Malprozess dann diese Falten auch deutlich zu malen. Die ganze Körperhaltung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man die in der Skizze schon richtig erwischt. Das heißt, der Kopf ist deutlich in den Körper hineingeschoben, die Schultern rutschen nach oben durch dieses sehr engagierte Laufen und wir haben hier einen angewinkelten Arm mit einer geballten Faust und auch durch dieses ganze Engagement, durch die Freude in der Pfütze ist die Körperspannung sehr groß und auch hier ballt sich die Hand zu einer Faust. Damit die Laufrichtung und die Ausrichtung des Körpers mit dem Gewicht auf dem rechten Bein wirklich klar wird, ist es wichtig, dass der Fuß direkt unter dem Bauchnabel sich senkrecht befindet. Das ist die sogenannte Gewichtsachse. Hier ist der Mittelpunkt des Körpers und gerade nach unten gehend finden wir immer das belastete Bein, in dem Fall sein rechtes Bein. Meine Vorskizze und auch das Referenzfoto für diesen Film findet ihr auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt. Für alle Unterstützer unseres Kanals sind dort alle Fotos und Skizzen auch der vergangenen Filme für euch hinterlegt. Ich beginne mit dem Gesicht mit einer wässrigen Mischung aus Cadmiumrot,
und auch ein wenig Orange für die Wangen kommt mit hinein. In die Haare gehe ich mit der Gesichtsfarbe auch, weil ich hier keinen harten Übergang zu den Haaren haben möchte. Auch die Hände grundiere ich jetzt mit dieser rötlichen Mischung. Hier kommt etwas Alizarin-Karmesin mit hinein. Ein paar Spritzer mit dieser rötlichen Gesichtsfarbe geben dem Bild nachher eine lockere und spritzige Atmosphäre. Es ist ja Regenwetter und da spritzt es aus den Pfützen hoch. Und dieses Gefühl habe ich jetzt schon erreicht, indem ich hier mein Blatt ein bisschen mit Spritzern belege. So, weiter geht es jetzt mit der Kleidung und zwar mit dem ersten Farbauftrag für die hellen Stellen der Kleidung. Die im Schatten liegenden Bereiche werde ich später noch einmal überarbeiten. Mit Sienna gebrannt und Lasur-Orange beginne ich in der Jacke. Und gleich das Kobaltblau anschließend. Etwas Ultramarin mit hinein. Wir sehen hier, wie beide Farben miteinander verschmelzen und das ist in diesem Stadium gewünscht, damit das Ergebnis zum Schluss nicht ausgemalt aussieht. Ups, falsche Farbe. Das T-Shirt mache ich ein wenig mit klarem Wasser nass, bevor ich weich die Bewegungsfalten eintrage. Hier soll die Farbe ja recht hell bleiben. Es ist ja ein weißes T-Shirt. Und in die nasse Fläche hinein kommt jetzt mit ziemlich trockenem Pinsel eine violette Mischung aus Ultramarinblau und permanent Alizarin-Karmesin und etwas vom Sienna gebrannt, um die schattigen Bereiche anzudeuten und auch die Bewegungsfalten hineinzusetzen. Hier auf der rechten Seite sehen wir eine schöne Reflexion vom orangefarbenen Futter der Jacke. Mit dem Kunststofflachpinsel hole ich einige hellere Falten hier wieder heraus, während die Fläche noch nass ist. Jetzt geht es mit der Hose weiter. Ich verwende hier eine Mischung aus Cobalt Türkis Light, etwas Viridiangrün und ein bisschen Lichterocker.
Auch hier zunächst einmal sehr, sehr wässrig. Die Farben sollen sich auf dem Papier mischen. Hier ist jetzt die Außenkontur des Hosenbeins sehr wichtig. Auf dem Foto sehe ich hier ganz viele kleine Bewegungen und die versuche ich jetzt auch mit meiner Pinselspitze einzufangen. Die hellsten Falten hole ich jetzt mit dem Flachpinsel vorsichtig aus der nassen Fläche heraus. Und setze dann, solange wie es noch feucht ist, auch vorsichtig mit trockenem Pinsel ein paar dunklere Akzente unter die Falten. Hier nehme ich jetzt Perylane Green, gemischt mit ein bisschen lichter Ocker, damit es nicht zu dunkel wird. Die Stiefel male ich mit einer Mischung aus Neutraltinte und Celinblau. Auch hier werde ich dann später nochmal die schattigen Bereiche überarbeiten. Das ist jetzt nur eine Vorgrundierung. Hier muss ich noch den rechten Arm ergänzen. Ich mache wieder einmal die Fläche vorsichtig nass und setze dann mit Violetttönen die Bewegungsfalten in den Ärmel hinein. Nun muss das Bild einmal ganz durchtrocknen. Ich beginne jetzt wieder von oben nach unten, mich mit den dunkleren Farbtönen durchzuarbeiten und fange mit den Haaren an. Hier arbeite ich mit lichter Ocker und Sienna gebrannt und zum Abdunkeln kommt dann noch später Ultramarinblau mit dazu. Die Haare werden zunächst als helle Masse mit einem hellen Farbton angelegt und einige Strähnen ziehe ich aus der Fläche heraus. Und in der nassen Fläche wird jetzt modelliert. Mit dunkleren Farben setze ich jetzt hier die Zwischenräume zwischen den hellen Bereichen. Und dafür verwende ich eine Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau.
Einzelne helle Haarsträhnen hole ich jetzt mit dem Auswaschpinsel heraus. Weiter geht es jetzt im Gesicht mit den schattigen Stellen. Hier arbeite ich vorsichtig mit meinen Farbtönen Permanent Alizarin Karmesin, Cadmiumrot und etwas Kobaltblau. Etwas Licht gibt es hier auf den Wangen und unterhalb der Wangen ist es dann wieder deutlich dunkler. Die Augenbrauen deute ich jetzt hier auch an mit der Mischung, die ich für die Haare verwendet habe. Sienna gebrannt, etwas lichter Ocker und ein wenig Ultramarinblau. Bisschen anlösen hier an den Augenbrauen. Und mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt, etwas Rot dazu. Die Augenlider. Und den gesamten Bereich unterhalb des Wangenknochens dunkle ich noch einmal kräftig ab mit der Mischung für die dunklen Hauttöne Cadmiumrot und Kobaltblau. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Kleidung. Lasurorange mit ein wenig Ultramarinblau für die schattigen Bereiche der Jacke. Bisschen Sienna gebrannt und wieder abgedunkelt mit dem Blau.
hier kann ich gleich mein etwas zu breit geratenes Gesicht ein bisschen korrigieren. Und ich füge gleich, solange wie es noch nass ist, einen violetten Farbton an für den Schatten noch einmal auf dem T-Shirt in diesem Bereich. Hier ist es wieder schön, wenn beide Farben weich miteinander verschmelzen, damit durch diese weichen Kanten wirklich eine Schattensituation entsteht. Dunkle noch ein bisschen nach. Und auf der anderen Seite der Jacke das gleiche Spiel. Auch hier ist der Jackenstoff im Schatten. So, jetzt möchte ich hier ist natürlich alles ganz schön verrutscht. Hier kann ich durch eine Schattenform unter der Hand zunächst einmal für Klarheit sorgen. Auch die Hose wird jetzt mit dunkleren Farbmischungen noch einmal überarbeitet. Ich verwende wieder Pearylane Green und Lichter Ocker. Und wenn ich genau auf mein Foto schaue, kann ich sagen, dass die gesamte rechte Hälfte dunkler ist als sein linkes Hosenbein. Deshalb kommt hier jetzt noch einmal komplett die Farbe drüber und die hellen Falten wasche ich dann noch einmal aus. Weiche Kanten hier verblenden mit Wasser und gleichzeitig kann man hier wieder die hellen Falten herausholen. Wichtig ist, dass möglichst keine harten Kanten stehen bleiben, sondern alles weich verblendet wird, damit das Stoffliche weiterhin zu sehen ist.
So, die Figur ist jetzt erstmal fertig und ich will noch ein wenig Hintergrund andeuten. Dafür mache ich das Papier hier etwas nass, und zwar bis zu einer gedachten Horizontlinie, und gehe jetzt mit verschiedenen kühlen Blautönen, ich verwende hier Xylinblau, in die Fläche hinein. Ein bisschen Neutraltinte, leicht schräge Striche sollen jetzt hier Regentropfen andeuten. Für den Vordergrund möchte ich auch eine sehr reduzierte Fläche gestalten. Ich beginne mit etwas Sienna gebrannt hier im hinteren Bereich in der Straße oder dem Weg. Und setze dann kleine Linien, um Spiegelung anzudeuten, oder durchbrochenen Pinselstrich hier auch schön. Und lasse den Bereich der Pfütze hell stehen. Stiefel hier möchte ich etwas dunkler einfügen mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Ein paar Spritzer mit dieser Farbe kommen jetzt noch in die Fläche hinein. Hier durchbreche ich die dunkle Form mit ein paar helleren Linien, indem ich sie aus der Farbe rauswasche. Mit Titanweiß direkt aus der Tube möchte ich hier rechts die Fläche noch ein wenig korrigieren. Hier ist mir ein bisschen was vom T-Shirt abhanden gekommen. So, ich hoffe, das Motiv hat dir heute Freude gemacht und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Das Original-Aquarell findest du wie viele andere Aquarelle von mir in meinem Online-Shop. Unter dem Video gibt es einen Link zum Shop. Wenn dich das interessiert, schau da gerne einmal rein. Wir sehen uns hier in 14 Tagen gerne wieder, wenn du möchtest, mit einem weiteren Video zum Thema Aquarellmalerei. Bis dahin, tschüss!